Regulation im Allgemeinen ist kein Innovationskiller. Schlechte Regulation kann natürlich Innovationskiller sein. Aber gute Regulation gibt Sicherheit, schafft Transparenz, schafft Vertrauen und dadurch ist Regulation, gute Regulation, unglaublich wichtig für die Wirtschaft. Das war David Bach, Präsident von IMD, und genau darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen zur neuen Episode der Aon Dach Cyber Insights. Heute wird spannend. Wir sprechen über NIS2, den berühmten AI-Akt und andere Regulierungspakete. Und warum diese das Spielfeld für Unternehmen, aber auch für Versicherungen neu definieren. Ich bin Philippe Sejalon, Co-Founder und CEO des Engage Institutes und führe euch durch diesen Podcast. Unsere beiden Cyber-Experten heute sind Jana Biok, Rechtsanwältin für IT-Recht bei Aon Deutschland, und Manuel Bachlatko, Head Cyber Specialty bei Aon Schweiz und Österreich. Hoi, wie geht's euch? Gut, danke schön. Hi. Sehr gut, vielen Dank. Wir freuen uns. Jana, was bedeutet Regulatorik für euch als Broker? Die Broker, die sehen sich hier quasi als Übersetzer der regulatorischen Pflichten und auch als Interessenvertreter für die Kunden. Das bedeutet, die Broker, die müssen die regulatorischen Pflichten in echte Risiken transferieren können und eben als unter einen Versicherungsbaustein subsumieren können. Und das fordert natürlich die Versicherer genau dort, wo sie am liebsten auch mit Ausschlüssen arbeiten. Jana, lass uns kurz erklären, was ist eigentlich der AI-Akt und wie unterscheidet er sich von NIS2? Eine sehr gute Frage. Also der AI-Act ist voraussichtlich ab 2026 voll anwendbar und ist die erste umfassende Regulierung für künstliche Intelligenz in der EU und ist im August 2024 in Kraft getreten. Die Verordnung soll Unternehmen verpflichten, die KI-Systeme entwickeln, bereitstellen oder einsetzen, bestimmte Anforderungen einzuhalten. Und dazu zählt etwa das Risikomanagement, die Transparenz und Erklärbarkeit, Datensicherheit und Cybersecurity und eben die Haftung bei Fehlverhalten oder Schäden. Und damit betrifft der AI-Act eben nicht nur Tech-Unternehmen, was eben viele glauben, sondern eben auch Versicherer, Banken, Rechtsdienstleister und so weiter, also Unternehmen, die KI intern einsetzen. Anders als eine Richtlinie muss der AI-Act auch nicht erst in nationales Recht umgesetzt werden, denn sobald die Verordnung gilt, entsteht unmittelbar geltendes Recht in allen EU-Staaten. Zeitlich betrachtet gelten bereits Teile des AI-Acts, so zum Beispiel eben die Verbote bestimmter KI-Systeme. Der Großteil wiederum, also wie zum Beispiel die Regelung zur Hochrisiko-KI, wird ab August 2026 anwendbar sein. Der AI-Act ergänzt und verzahnt sich mit anderen EU-Normen, wie zum Beispiel der DSGVO im Bereich Datenschutz und der NIS2-Richtlinie, welche eben für Bereich Cybersecurity relevant ist. Und da nutze ich die Gelegenheit und gehe dann mal weiter zur NIS2, die eben die Cybersicherheit reguliert. Also das heißt, sie reguliert die Pflicht zur IT-Sicherheit und Cyberresilienz für wesentliche und wichtige Einrichtungen. Wesentliche und wichtige Einrichtungen sind zum Beispiel der Sektor Finanzen, Gesundheit oder eben der Sektor Versicherung. Geregelt wird hierbei auch das Risikomanagement und Sicherheitsmaßnahmen, Meldepflichten bei Sicherheitsvorfällen, also dass zum Beispiel binnen 24 Stunden eine Meldepflicht besteht nach einem Sicherheitsvorfall, Geschäftsführerverantwortung für Cybersecurity, Audits und behördliche Aufsicht und sie regelt auch Sanktionen bei Nichteinhaltung. Die NIS2 ist im Gegensatz zum AI-Act, also der AI-Act ist, habe ich ja eingangs gesagt, ist eine Verordnung. Die NIS2 ist eine Richtlinie und die muss erstmal in nationales Recht umgesetzt werden. Die EU-Richtlinie sollte eigentlich bis zum 17. Oktober 2024 in nationales Recht umgesetzt werden, was in Deutschland und auch in Österreich aber bislang noch nicht erfolgt ist. Das NIS2-Umsetzungsgesetz befindet sich aber zurzeit im parlamentarischen Verfahren und soll auch voraussichtlich Ende 2025 oder Anfang 2026 in Kraft treten. Das heißt also, dass die Pflichten und Anforderungen, die die NIS2 vorgibt, sind in Deutschland noch nicht rechtsverbindlich, da die gesetzlichen Umsetzungen noch aussteht. So ist es aber auch bei Österreich. Zusammenfassend möchte ich noch einmal aufgreifen oder herausarbeiten, welcher Kern die jeweiligen Regelungen mit sich bringen. Der AI-Act regelt, wie das KI-System gebaut und eingesetzt werden darf. Die NIS2 regelt, wie die IT-Sicherheit des gesamten Unternehmens organisiert sein muss. Und warum ist das für Versicherungen relevant?
Weil Regulierung Schadensszenarien treiben. Also die Nichteinhaltung von NIS 2 kann zum Beispiel Bußgelder nach sich ziehen, Meldepflichten nach sich ziehen, beziehungsweise die werden ja durch die NIS 2 geregelt. Also jedes neue Regulierungspaket bedeutet neue Kostenblöcke, die geschaffen werden, die ein Broker dann auch in Deckung bringen muss. Und genau da unterscheiden wir uns. Wir challengen, oder die Broker, die challengen die Versicherer, eben dass die künstliche Intelligenz und die NIS 2 nicht zu Lücken in der Versicherbarkeit führen, sondern eben versicherbar bleiben und auch eben von den Cyberversicherungen mit als abgedeckt gelten. Und in diesem Kontext kommt die Frage von Affirmative versus Silent Coverage. Was ist eure Position dazu und was heißt das konkret in der Vertragsverhandlung? Das ist eine sehr gute Frage, sehr berechtigt und tatsächlich auch ein Riesenspagat zwischen Versicherer und Kundenbedürfnis. Also zunächst einmal die Affirmative Coverage bedeutet, dass Cyberrisiken ausdrücklich benannt werden und so beispielsweise geregelt sein kann, dass verhängte Bußgelder bei Nichteinhaltung der NIS 2 ausdrücklich als mitversichert gelten. Oder auch die kostenauslösenden weiteren Ressourcen, die beispielsweise im Falle eines Cybervorfalls benötigt werden, um den Anforderungen der NIS 2 gerecht zu werden, auch als abgedeckt gelten. Also ganz klar wortlautgetreu mit abgedeckt werden. Das schafft Klarheit und, wie David Bach auch gesagt hat eingangs, natürlich auch Vertrauen. Silent Coverage dagegen bedeutet, entsprechende Cyberrisiken sind nicht ausdrücklich geregelt, können aber als implizit mitversichert gelten. Das klingt natürlich erstmal flexibel, birgt aber das Risiko, dass der Versicherer im Schadenfall die Lücke sucht. Das führt natürlich zu einer ganz großen Ruminterpretiererei. Ist das jetzt nun das Bedürfnis, das Kundenbedürfnis, ist das jetzt mit abgedeckt oder ist es nicht mit abgedeckt? Generell ist Silent Coverage also sehr unpraktikabel, vor allem aber auch, da der Versicherer seine Cyberkumule nicht sauber quantifizieren kann. Das ist auch nicht im Interesse eines Brokers, Cyberkumule zu schaffen, sondern deswegen, gerade ich als Juristin, bin deswegen eher auf der Seite zu sagen, man sollte hier klarstellende Regelungen schaffen. Und da kommen wir eben als Broker auch ins Spiel. Also wir stellen genau die Fragen, die sonst keiner stellt. Also wir als Broker müssen die Frage an die Versicherer weitergeben. Die neuen Regularien, ist das von dem Wortlaut des Deckungsumfanges bis jetzt mit abgedeckt? Ist es das nicht? Oder stellt man sich die Frage, ja, nein, vielleicht? Dann sollte man definitiv nochmal nachfassen und möglicherweise nochmal eine klarstellende Regelung hinzuführen. Es ist auch insgesamt, merkt man das Echo der Kunden und das Bedürfnis des Marktes, dass gerade im Bereich Cyber, weil es eine so junge Branche ist, die sich so dynamisch weiterentwickelt, dass das Bedürfnis einfach besteht nach Klarstellung. Der Kunde, der fragt explizit nach, können wir bitte hier in die Wordings die KI explizit als mit abgesichert reinschreiben? Und deswegen, also das ist nicht nur vom Kunden gewünscht, sondern es ist auch also es ist definitiv praktikabel, hier eine Affirmative Coverage zu schaffen. Und in der Praxis, was machen Versicherer? Ja, das ist jetzt natürlich alles Wunschvorstellung gewesen. Marktrealität ist, dass der Versicherer versucht, die schwer kalkulierbaren Risiken durch Ausschlüsse abzuschneiden. Verstehe ich auch total. Mit den Ausschlüssen für AI, für regulatorische Bußgelder, für Systemic Risk zum Beispiel. Wir argumentieren dagegen aber von der anderen Seite. Wir argumentieren mit der Praxis, also mit Schadenerfahrungen, mit den Kundenbedürfnissen, was ich schon gesagt habe. Und wir sagen auch ganz klar, wenn Regulatorien der Treiber sind, dann muss das auch Teil der Deckung sein. Und das ist eben wiederum der Spagat, dem sich der Broker auch stellen muss, eben das Bedürfnis der Quantifizierbarkeit von Risiken auf Seiten des Versicherers, aber auf der anderen Seite auch das Bedürfnis des Kunden nach klaren Deckungsbausteinen. Wie sieht das künftig dann im Ernstfall aus? Es fehlt natürlich, also aufgrund der Tatsache, dass viele Regularien ja noch nicht zu Schäden geführt haben oder wir noch keine Schadenpraxis haben, analog der Regularien, können wir natürlich nur Mutmaßungen anstellen. Aber es kann jetzt schon gesehen werden, dass die Meldung eines Cybervorfalls, die kostet Ressourcen, bereits jetzt. Zum Beispiel Rechtsberatung, Forensik. Wenn man mehrere Länder hat, dann braucht man mehrere Ansprechpartner und so weiter. Das kostet einfach sehr viel Geld, sehr viel Legal Fees und Incident Response Kosten, bereits jetzt. Die Regularien wie die NIS 2 können aber dafür sorgen, dass bei einem Cybervorfall noch weitere kostenauslösende Ressourcen benötigt werden.
All das sind Kosten, die die Broker im Blick haben müssen und entsprechend auch als von der Versicherung mit abgedeckt sehen müssen oder mit rein verhandeln müssen, weil genau so sieht dann der Ernstfall aus, dass man genau im Cyberfall sich dann einerseits natürlich erstmal damit auseinandersetzen möchte und muss, diesen Cyberfall abzuwenden, aber aufgrund der Regularien und der ganzen Obliegenheiten und Regularien, Verpflichtungen, die den Kunden treffen, noch weitere Ressourcen geschaffen werden müssen oder Kosten auslösen. Und wie sieht es in der Schweiz aus? Wenn wir auf die Schweiz schauen, dann sehen wir bewegen uns klar in Richtung Europa, aber mit einem gewissen Swiss-Finish. Das revidierte Datenschutzgesetz ist seit September 2023 in Kraft, also rund 2 Jahre, und orientiert sich stark an der europäischen DSGVO. Ein Hauptunterschied, es gibt einige, aber ein ganz zentraler, liegt allerdings in der Sanktionierung. In der Schweiz werden Bußgelder grundsätzlich nicht gegen die juristische Person, sondern gegen die natürliche Person ausgesprochen. Konkret gegen die Organe, also beispielsweise Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Verwaltungsrats. In der Praxis hat sich das bisher jedoch nur begrenzt, was wir jetzt beobachten konnten, ausgewirkt. Es gab einige wenige Fälle, meist wegen verspäteter oder unvollständiger Auskunftsgesuche, bei denen aber die Buße unter 5.000 Franken, also rund 5.500 Euro lag. Das ist zentral, weil wenn es darüber liegt, dann würde es zu einem Eintrag im Strafregister führen. Das war aber nicht der Fall. Also unschön für die betroffenen Personen, aber letztlich die Konsequenzen sind noch eingeschränkt. Also ein Beispiel, das allerdings zeigt, dass das Thema Datenschutz und Cybersicherheit ganz generell für die Bevölkerung sehr wichtig ist und sehr ernst genommen wird, war die Abstimmung Ende September zur eID. Für diejenigen, die nicht aus der Schweiz kommen, es ging um einen Pass für den virtuellen Raum de facto. Die Abstimmung ging fast verloren, weil den Sicherheitsaspekten im digitalen Raum, sprich auch den Datenschutzthemen, zu großes Misstrauen entgegengebracht wurde. Das zeigt aus meiner Sicht, dass Standardisierung oder Normierung helfen kann, zusätzliches Vertrauen zu schaffen. Und da kann ich wirklich ins gleiche Horn blasen wie David Bach, der sagt, es ist eben relevant, richtig zur Regulierung. Dann wird es nicht zum Innovationskiller, sondern schafft Vertrauen. Ein weiteres wichtiges Thema, Jan hat es angesprochen, die NIS 2. Während die EU eine umfassende Cyberpflicht schafft, ist in der Schweiz seit April 25 das revidierte Informationssicherheitsgesetz in Kraft. Betrifft insbesondere die kritische Infrastruktur. Sie müssen neu gravierende Cybervorfälle melden. Über ein Tool wird das meist gemacht, das wird Security Hub genannt. Das funktioniert in der Praxis gemäß unseren Quellen sehr gut. Bereits über 164 Meldungen wurden registriert. Diese Transparenz ist enorm wichtig, um zu verstehen, wie die Cyberrealität in der Schweiz genau aussieht und wie man in diesem riesigen Themenfeld der Cybersicherheit auch Akzente setzen kann in Sachen Risikokontrolle, also die technischen Angelegenheiten, aber natürlich auch für uns relevant der Risikotransfer. Zum Thema künstliche Intelligenz. Dort ist es so, der EU AI Act findet so in der Schweiz aktuell keine Anwendung, außer für Unternehmen, die natürlich auch in der EU tätig sind. Der Bundesrat hat etwas einen anderen Weg angeschlagen. Das wurde im Februar 2025, also von diesem Jahr erst kürzlich, entschieden und kommuniziert. Und zwar folgen wir der KI-Konvention vom Europarat. Dort haben sich mittlerweile über 50 Staaten angeschlossen und es gibt einen gewissen Rahmen, in welchem wir uns auch in der Schweiz bewegen können. Und damit, und ganz wichtig aus meiner Sicht auch, verpflichtet sich die Schweiz zu gewissen Grundprinzipien wie Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Nichtdiskriminierung und eben auch Datenschutz, wo wir jetzt bereits darüber gesprochen haben. Gleichzeitig bleiben wir als Schweizer Staat auch unserem
Ansatz toll, dass wir eigentlich in die Vertikale, also branchenspezifisch regulieren möchten und nicht wie die EU in die Horizontale. Also in anderen Worten, dort, wo es aus unserer Sicht wirklich relevant ist und dann eben auch maßgeschneidert auf die jeweiligen Branchen. Als Broker ist es eine Aufgabe, Risiken und Deckungen in Einklang zu bringen. Und grundsätzlich sind wir sehr positiv eingestellt. Vorausgesetzt, man hat ein State-of-the-Art-Versicherungsprodukt abgeschlossen. Ein Beispiel dazu zählen wir, dass eben nicht nur die Böswilligkeit versichert ist, also böswillige Hackerangriffe, sondern auch menschliches und technisches Versagen. Und das ist in der Praxis noch nicht vollumfänglich gegeben. Daher aus unserer Sicht wichtig, da ein Augenmerk darauf zu legen. Unter dem Strich, das ist jetzt meine Ansicht, wird in der Schweiz sehr gezielt und mit Augenmaß reguliert. Und wir können unsere Rolle aber sehr gut erfüllen, nämlich sicherzustellen, dass Unternehmen im Schadenfall trotz Bemühungen, sich bestmöglich an diese Regulatoriken zu halten, nicht allein dastehen und die richtigen technischen, rechtlichen und eben auch durch das Versicherungsprodukt finanziellen Ressourcen zur Verfügung bekommen, um im Cybervorfall professionell und effektiv zu agieren. Wenn ich als Unternehmen morgen starte, was muss ich konkret tun? Also insgesamt als Takeaways und als Schlussbetrachtung von allem Gesagten kann man auf alle Fälle sagen, ich glaube, ein Unternehmen ist, wenn es eine Cyberversicherung haben möchte, sehr gut daran beraten, sich mit Profis auseinanderzusetzen, die einmal das Kundenbedürfnis übersetzen können in Richtung Versicherer, andererseits aber auch die ganzen Regularien, die auf EU-Ebene jetzt in Kraft treten, auch wiederum an die Kunden übersetzen und eben aus der Versicherungswirtschaft verlauten lassen, was versicherbar ist, was im Rahmen der Versicherbarkeit noch steht. Und das alles zu vereinen und dann an den Versicherer zu transportieren, um dann eben konkret eine klarstellende Cyberversicherung mit allen Kundenbedürfnissen abzuschließen. Toll! Na, ich glaube, wir sind jetzt zum Ende. Vielen Dank euch beide für die spannenden Einblicke. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Tschüss! Ciao! Tschüss, vielen Dank.